Herzlich willkommen, liebe 1000 PS-Fans, zum Test der brandneuen BMW R90 Urban GS oder G-S. Vor dem wunderschönen Fuschel seht ihr allerdings verblasst und grau wird, nicht vor dieser Schönheit neben mir, Klaus Kramer, sondern vor der Urban GS selbst. Ich muss es gleich vorwegnehmen, mein Motorrad des Jahres, tut mir leid, Triumph Boba jetzt auf Platz 2. Das hat alles, das ist, ich kann es gar nicht ausdrücken in Worte, obwohl ich in Worten ungefähr so gut bin wie James Joyce. Der hat dir sicher nichts gesagt, Klausi, aber Wahnsinn. Aber ich kenne Sylvester Stallone. Reden wir wieder mal professionell über diesen luftölgekühlten Boxer. Vielleicht der letzte seiner Art. Ich weiß nicht, wie es ausschaut. Ich kenne diese Euro 5 nicht, aber jetzt sind wir mal bei Euro 4. Und der Motor ist jetzt natürlich auch Euro 4. Anderer Auspuff, anderer Cut. Trotzdem soundmäßig Wahnsinn, oder? Ich meine, wie hat dir das taugt? War das zu laut? War es nervig? Mir ist fast schon zu laut. Also ich brauche den Lärm vom Auspuff nicht, aber es hört sich nicht unangenehm an, es ist wieder ein bisschen lauter. Für mich auch, ich muss sagen, auf Dauer, das hämmert echt ordentlich. Wir haben auch dann einen ganz netten Gruß, ich weiß nicht, von Radlfahrern, was war das? Ich glaube, dass uns der kennt hat, weil er hat mir jetzt mal so teilt. Ja. Also Und okay, hoffentlich. Ja, also schönen Gruß zurück an den Wadelmann. Und Auspuff, das Einzige, wo ich sagen würde, den würde ich noch ein bisschen höher legen, irgendwie, falls sich das überhaupt ausginge. Und diese Doppelauspuffanlage, der Scrambler drauf. Die Scrambler bisher mein Favorit, der mittlerweile 5 R90s, also das Original R90, die auch noch eigentlich insgesamt die hochwertigste ist. Dann gibt es die Pure, das ist Sparversion, ohne dass wir das jetzt irgendwie schmälern wollen. Dann haben wir die Urban, dann haben wir die Racer und eben den Scrambler. Bis jetzt mein Favorit, vorne auch 19 Zoll, so wie die Urban GS. Aber das ist irgendwie noch besser, noch leibender. Die eigentliche, ursprüngliche R90 hatte einen 4-teiligen Rahmen. Da haben wir jetzt einen 3-teiligen Rahmen. Typisch diese fast gerade Sitzbank, relativ schmal, wie es einfach zu so einem Scrambler gehört. Dann haben wir vorn dieses runde Licht und diese kleine Maske, das kleine Windschild, alles orientiert am Original von 1980. Natürlich auch die Lackierung BMW Motorsport. Ich meine, du hast ja auch diese Farben gewählt. Gibt es da irgendeine Verbindung von deiner Racetech-Firma? Motorsport ist Motorsport. Da sind wir sich einig. Okay, passt super zusammen. Ja, absoluter Traum, diese Lackierung. Und was auch ganz genial ist und was natürlich zur Optik von so einem Scrambler beiträgt, sind die Stollenreifen. DKC 80, man muss dazu sagen, weder die Bereifung noch die Felgen sind Serie, sind Gussfelgen, Straßenreifen. Nimmt ganz viel weg, finde ich, von dieser Härte, von der Männlichkeit, die so ein Bike braucht. Aber Klausi, muss die Hölle für dich sein. Ich möchte jetzt nicht Rennfahrer sagen, aber du bist oft auf der Rennstrecke. Das muss ja die Hölle sein, mit solchen Reifen für dich auf Asphalt zu fahren, oder? Ja, ich finde auch das durchaus entbehrlich. Genauso wie es dir taugt, taugt es mir nicht. Aber das sind die Unterschiede, die uns zwei ausmachen. Nicht? Ja. Ich finde Stollenreifen morgen beim Motocross-Fahren am Nachmittag sehr angesagt, auf der Straße, so wie es bei denen ist, nicht. Also da war mir die normale Urban ist mir persönlich wesentlich lieber. Ja. Komischerweise bei der Scrambler voriges Jahr, der Zonko ist gekommen mit DKC 80 und ich mit der normalen Scrambler, also mit der normalen Bereifung. Und da habe ich mir gedacht, das ist so unmöglich auf Dauer. Autobahn brauchen wir gar nicht reden natürlich. 160 Maximalgeschwindigkeit übrigens steht da auch hier drauf. Aber heute war das irgendwie okay. Ich glaube, weil es einfach ganz frische Reifen sind. Wenn man natürlich eine Zeit lang im Alltag sehr viel geradeaus fährt, na, dann wird es natürlich richtig ungut, wenn es eckert werden. Und das kippt dann immer nach links und nach rechts ein beim Einlenken. Jetzt ist es noch halbwegs harmonisch. Ich weiß nicht, ob es auf Knie gegangen wäre. Das ist das Einzige, was ich nicht probiert habe in den letzten 2 Tagen. Aber ist auch entspricht vielleicht nicht dem Typ von Motorrad. Was haben wir noch? Vollgetankt, 221 Kilo ist nicht viel, 17 Liter Tank, wenn man das rausnimmt und die ganzen Flüssigkeiten. Ich glaube, sind wir wahrscheinlich bei 200 Kilo. Sie fühlt sich beim Fahren eigentlich leichter. Also sie fährt durch die Kurvenpassagen bergauf und bergab sehr angenehm und leicht. Also mein Kritikpunkt ist da in dem Zusammenhang wirklich nur der Stollenreifen und das gibt es eh anders auch. Also das ist nicht das Problem. Das kann nicht wie man will. Ne?
Genau, und was natürlich total angenehm ist, nach dem elektronischen Overkill oder Overkill, wie der Herr Grammer sagt, heute nichts, serienmäßig nichts, ABS, zack, das ist schon Zubehör, Traktionskontrolle, ASC, Automatic Stability Control bei BMW und wieder mal ein Grammer-Feature, die Heizgriffe sogar drauf. Ansonsten ist nichts oben. Ich meine, das ist nicht erfrischend. Ich meine, Klausi, du bist so ein Fan der nüchternen Mechanik, das muss ja ein Traum sein für dich. Es ist sehr angenehm. Es ist sehr angenehm, weil man sich beim Wegfahren schon gar nicht die Gedanken machen muss, was für Rad muss ich denn jetzt dran, nicht in was für Untermenü muss ich jetzt Sitzheizung einheizen oder Heizgriff oder ein Radio einstellen, wenn man das alles nicht braucht, ist eben ja, pure. Nicht? Ja, genau. Aber es ist nicht die Pure, es ist die Urban GS. Taugt mir auch ein Instrument zentral, nicht die Drehzahl, sondern die Geschwindigkeit. Und darunter habe ich ein kleines LC-Display mit so Tageskilometer, Gesamtkilometer, was auch immer. Das kann ich hier über diesen Infoknopf steuern. Und sonst ist nichts dran, sondern es ist einfach ein Motorrad. 2 Reifen, fetter Motor, elegante Linie, Traumlackierung. Besser kann es für mich nicht sein, wie ich jetzt schon 5-mal erwähnt habe. Da muss ich richtig überlegen, was noch dran ist. Natürlich die Einnahmeschwinge von BMW. Ich meine, ich will jetzt am liebsten niederknien, aber du stehst mir ein bisschen zu dicht bei mir. Wie taugt dir eigentlich dieser Boxermotor, der ältere? Weil du bist ja gestern ein ziemlicher GS-Fan gewesen. Fast du privat auch GS, oder wie ist das? Nicht? Nein, mit meinem Gehalt kann ich mir kein GS leisten. Ja, mit deinen 3 Berufen, die du hast, oder 5. Aber ist das was, wo du sagst, das könnte man in 10 Jahren auch noch fahren, oder ist das schon irgendwie überholt für dich? Bist du so ein Technikfreak, der irgendwie das Modernste braucht? Na, der Motor geht auf jeden Fall super, das ist keine Frage, der kommt mit diesem Fahrzeuggewicht spielend zurecht. Sicher der neue Motor in der GS gewesen, der ist mir spürbar kraftvoller vorgekommen. Ja. Das ist er auch, das braucht es vielleicht auch auf der GS. Natürlich, wenn mich heute einer fragt, ob der GS-Motor da drin auch funktioniert, sagen wir wahrscheinlich ja. Nicht? Motorsport. Ja. Dann müssen wir natürlich sagen, ein paar PS mehr schaden nie, man muss sie nicht nutzen. Mir taugt natürlich total der Motor, der hat noch mehr Charakter. Ich meine, allein die Krümmer und so wieder und der Boxermotor an sich ist ein Traum für mich. Ich hoffe, dass es noch viel länger gibt. Wie gesagt, gestern haben wir auch geredet mit dem Verantwortlichen für die ganze Boxerbaureihe, also nicht nur für die R90, auch für die GS. Du hast dann auch mit ihm gesprochen, hast du noch irgendwelche Dinge herausgefunden, von denen ich nichts weiß? Ja, wir haben noch lang geredet, es ist ziemlich lang geworden, aber lauter geheime Sachen. Also, da habe ich nichts erfahren. Ja, wahrscheinlich irgendwie Deals ausgemacht, gell? Wie man sieht, das Quandl hast schon abgesahnt. Also es ist so, dass der Motor so viel Druck hat mit seinen 110 PS, was ja eine ordentliche Menge ist, dass man zeitlang wirklich so mehr oder weniger mit halbem Gasgriff um dumm fährt, und wenn es dann noch einmal drehst, dann gibt es einen Druck. Das ist ein Wahnsinn. Das unterschätzt man total, wenn man heute schon bei 110 PS oder 110 PS denkt sich jeder, ja, ist eh nett, aber... Aber die GS ist alle jahrelang mit 110 PS ausgekommen, oder die R1200R. Es ist nur so, wirklich bei dem Gasgriff ist es so, das ist ja glaube ich sogar nur ein richtiger Gasgriff mit Gaszug. Kein elektronischer, da muss man wirklich weit an mit dran. Also man hat wirklich am Anfang das Gefühl, es geht nicht, aber man muss wirklich mit dem Handgelenk vielleicht sogar mal nachfassen, aber dann ist ordentlich motorisiert, kein Problem. Ja, was soll man sagen, mir fällt jetzt gar nichts ein, wo ich jetzt zubehörtechnisch vielleicht ein bisschen angreifen würde. Ich weiß ehrlich gesagt in dem Moment nicht, ob die Blinker so oben sind oder ob das einfachere sind. Da würden sogar Runde passen natürlich zum ganzen klassischen Thema, auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt damit flüchten könnte, ja, und du mich dann vielleicht rechtlich vertreten könntest im Falle, im Falle einer Justizmaßnahme, dann wäre ich da dankbar. Aber ja, wenn du schon sagst, du kannst das eh nicht, dann ist das wertlos, und ich werde schauen müssen, noch 20 Jahre arbeiten, bis ich mir das leisten kann. So wie du. Bei deiner Arbeit wirst du noch länger brauchen, aber zumindest bei deiner Leistung. Und Gott sei Dank wirst du nicht für Leistung zahlt, sondern nur für Zeit. Naja, aber wie gesagt, vielleicht jetzt für 16 Jahre, vielleicht zum 20-Jährigen. Ja? So wieder großzügig der Nils nachher. Ja, auf jeden Fall, Spendenkonto wird eingeblendet. Unten spendet für Chaots Urban GS. Bin hin und weg. Also wie gesagt, dass irgendetwas noch schöner und besser ist dieses Jahr als die Triumphprobe, hätte ich mir nicht gedacht, aber es steht jetzt vor uns.
Ja, wenn es euch auch so gut gefällt oder wenn wir zwei euch so gut gefallen, Klausis rot-weiß blaue Jacke oder die GS, schenkt uns einen Daumen hoch, abonniert unseren Kanal und schaut euch die anderen BMW-Videos an, die wir jetzt die letzten 2 Tage gedreht haben und hinterlasst uns ein nettes Kommentar und besucht den Klausi vielleicht einmal bei Racetech. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.